Hi Leute, willkommen zu Tragen mir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und so ab und zu auch schon mal ein bisschen Cosplay und einige andere Sachen. Heute werde ich mal wieder ein kürzeres Video machen. War vielleicht auch nicht so kurz. Beim letzten Mal habe ich auch gesagt, wäre kurz und war bald eine halbe Stunde. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar, ich benutze ja immer schon mal hier so Formen, ne? Jetzt will ich mal gucken, wie das aussieht, wenn man die schäumt. Jetzt habe ich aber immer gesehen, dass bei manchen Sachen, also der Schaum ist schon toll, den ich da benutze, finde ich eigentlich gut, aber so richtig die ganz feinen Konturen kriegst du halt nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe die jetzt erstmal schon mal mit Flexi Paint. Ne, das sind jetzt hier so ein paar Beispieldinger. Kriegt man ja überall zu kaufen, soweit. Muss nur suchen. Deshalb will ich jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen... Ich probiere mal was aus. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal, was ich vorhabe, ob das so alles klappt. Mal gucken. Dann hoffe ich mal, das Ganze wird funktionieren. Also ich denke mal schon. Dann bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal. Ich habe jetzt hier wieder diesen 2-Komponenten-Schaum, den ich immer schon mal benutze. Ne? Dann hier diese Formen. Dann nehme ich eine von den Plexiglasscheiben. Mal gucken. Die mit den Löchern vielleicht. Obwohl, mal erstmal gucken, die sind noch zu wieder. Müssen wir erstmal ein bisschen schauen, ob wir die hier aufkriegen. Ein bisschen größer. Also ja, wir probieren das auf jeden Fall mal aus. So, pass auf. Plexiglasblatt, da haben wir. Jetzt gehen wir mal hin. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe jetzt hier schon so ein paar Schichten Flexi Paint mal reingemacht. Ne? Also relativ dünn. Schauen wir mal. Bin ich dann relativ wirklich nur dünn und habe dann mehrere Schichten reingemacht. Jetzt machen wir hier. Eine Schicht mache ich noch rein. Da muss ich aber gucken, die will ich relativ dünn machen. Und zwar habe ich vor, also der Plan ist, dass ich dann jetzt hier, wenn das so dünn drin ist und noch kleberig, den Schaum noch direkt danach mit reinmache. Dass der Flexi Paint sich quasi mit dem Schaum so ein bisschen verbindet. Das ist jetzt so die Überlegung. Da muss ich jetzt gucken, ob das funktioniert. Schön wäre es ja. Mit den Details, die sind auf jeden Fall ja da. Jetzt weiß ich nur halt nicht, ob der Schaum mit dem Flexi Paint, ob das, wenn man das schäumt, ob das sich verträgt. Und das will ich jetzt in dem Video mal, ich sag jetzt mal, rausfinden. So, weil wenn man die Dinger hier, man kann ja immer wieder mit Schichten das dicker machen, aber wenn es zu dick ist, finde ich, wird es dann ein bisschen hart. Deshalb ist die Überlegung, dass ich das mit Schaum mache. Wie gesagt, soweit der Plan. Mal gucken. So, da haben wir jetzt eine dünne Schicht reingemacht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie viel ich dafür nehmen soll. Weil so viel brauchen wir da ja nicht. Das ist ja nicht so groß. Ach, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier mit der Platte aussieht. Ja, die können wir hier drauf. Wenn es dann ein bisschen rausquillt, ist auch ja. Mal gucken. Ja, die Löcher haben wir natürlich dann alle nicht an den Stellen, wo wir sie bräuchten. Ne? Aber also ja, wir probieren das einfach mal aus und alles, was nachher übersteht, schneiden wir dann sowieso weg. Weil zu dick will ich dann auch nicht haben, aber wie gesagt, soweit der Plan. So. Wir können natürlich auch, ich will dann auch mal ausprobieren, wie das hier, wenn man das direkt in die Form macht, mal schauen. Also mit und ohne, probieren wir jetzt mal aus. Wie gesagt, wird heute mal wieder alles hochexperimentell. Ich weiß ja noch nicht, wie viel Schaum ich dafür nehmen soll. Weil so riesig ist das Ganze ja nicht. 30, 15 ist vielleicht ein bisschen viel. Wir probieren das einfach mal. 30, 15. Ja. Lieber ein bisschen zu viel, wie nachher zu wenig. 30, da muss ich aber auch schon beim Reinkippen aufpassen. Ja, ich schon fast direkt, wenn ich das erste Ding reingekippt habe. Ja, können vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Ach, also ja, wir probieren einfach aus und dann können wir ja immer auch probieren. So. So, dann müssen wir auf 45 kommen.
46, ist aber nicht so schlimm. Ja, ich glaube, ich hätte ein bisschen, toll, das Rührstäbchen so ein bisschen kurz geraten. Mal sehen, probieren wir trotzdem aus. So, schnell hier irgendwo auf Seite. Dann kippen wir mal hier so ein bisschen rein. Kippen wir auch ein bisschen rein. Und das probieren wir hier auch mal aus. Okay, das hätte ein bisschen mehr sein können, Leute. Mal sehen. Ja, war ein bisschen wenig für das hier noch alles insgesamt. So, machen wir mal ein bisschen drauf. Dann tun wir mal ein bisschen hier so rumschwenken. Dass das auch hier so in die Welle reinkommt. Ja, das habe ich besser vorher machen sollen. Mal gucken, wie es sich reindrückt. Ja, drückt sich jetzt natürlich überall raus. Okay, bei dem Drachen hier da oben, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen was tun sollen. Ja, drückt sich jetzt hier überall natürlich raus, aber das ist nicht schlimm. Kann man ja gut lösen. Von der Matte hier müsste das ja auch gut runtergehen. Ja, alles was jetzt über ist, das drückt sich jetzt natürlich überall raus. Wie gesagt, so der erste Test, müssen wir dann halt mal gucken. Sogar die Farbe drückt es hier mit raus. Ja, dann bin mal gespannt. Das ist interessant. Sieht echt spannend aus hier so mit dem schwarzen Rand, der jetzt hier so entstanden ist. Wenn man noch ein bisschen mehr drauf drückt, sieht man noch ein bisschen mehr. Sieht irgendwie aus, als wenn ich hier mit dem Edding den drauf gemalt hätte. Guckt mal hier so. Ne? Aber egal. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir das am besten machen. Am besten lasse ich das wahrscheinlich dann erstmal was trocknen. Weil das Flexi-Paint, da braucht ja ein bisschen, bis es dann trocken ist. Aber so im Großen und Ganzen, so für den ersten Versuch, gut, hier da hätte man noch ein bisschen mehr gebraucht, aber da können wir ja mal gucken, wie gut das dann hier funktioniert. Das wäre natürlich toll, wenn das in den Formen funktioniert. Tun wir mal hier so rüber. Wir haben ja noch eine zweite Form und auch noch eine zweite Plexiglasscheibe. Dann probieren wir das nämlich mit dem hier auch nochmal aus. So, das zum Umrühren, das Ding, das ist ja so richtig Mist. Nehmen wir mal einen alten Pinsel wieder. Das funktioniert damit irgendwie deutlich besser. Dann haben wir hier noch die zweite Plexiglasplatte. Und dann machen wir das bei dem Ganzen auch. Nur hier kippt man dann, glaube ich, ein bisschen mehr rein. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream. Würde ich sagen, dann lassen wir die zwei Dinger jetzt erstmal. Ach hey, guck mal, viel zu viel, was ich da eingekippt habe. Also ja. So. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Das Ganze was trocknen lassen. Das hier, das lassen wir erstmal generell trocknen. Das ist ja nicht das Problem, weil die Farbe hier drin war ja schon trocken und hier, das ist natürlich dann, da müssen wir wohl ein bisschen warten, bis das Flexi-Paint getrocknet ist. Ich denke mal, so einen Tag lassen wir das mal da drin. Ich denke mal, ich lasse die alle beide jeweils den Tag drin. Obwohl das hier, das könnte ich eigentlich relativ schnell wieder rausholen.
sobald das dann alles abgekühlt ist. Momentan würde ich auch nicht aus der Form rausholen, sonst habt ihr nämlich hier diese, seht ihr hier, diese Fäden. Das ist dann nicht so schön zum Rausholen. Also lassen wir das jetzt einfach noch ein bisschen abkühlen und trocknen und das hier lassen wir einen Tag mal liegen und dann gucken wir morgen mal, wie das dann alles insgesamt aussieht. Ich bin echt gespannt. Das Ganze habe ich jetzt mal einen Tag trocknen lassen. Dann gucken wir uns das ganze Elend jetzt mal an. Jetzt weiß ich noch nicht, was gucken wir zuerst. Ach, im Endeffekt ist ja. Das war ja hier, wo wir nicht nochmal eine Flagge Flexiband rein. Guck mal erstmal, dass wir das hier auseinander kriegen. Sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Seht ihr? So einer Plexiglas oder irgendwas anderem glatt, dann geht das super runter. Also mal ein paar Euro in sowas investieren, wenn er sowas macht. Kann nicht schaden. Ups. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier klappt. Oh, das klappt eigentlich, das hier so sehe, ganz gut. Bin mal gespannt bei den großen Sachen. Gut, hier haben wir ja hier unseren Querschläger, obwohl der geht auch ganz gut raus. Oh ja, sehr gut. Das sieht schon richtig vielversprechend aus, Leute. Also so wie das aussieht, hätte ich die Schicht da ja nicht reinmachen müssen. Das geht doch so gut aus. Das hat sich anscheinend auch so verbunden. Dadurch, dass das hier ein bisschen größer überlappt, kann man das doch gut anfassen. Jetzt mal noch gucken, dass ich mal von der richtigen Seite das irgendwie rausmache. Jetzt hier ist ein bisschen was, aber das kann man dann wegflippen. Wir machen das erstmal so grob alles raus und dann gucken wir mal, wie das ganze Elend dann aussieht. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, sieht das gut aus. Muss ein bisschen aufpassen. An ein paar Stellen geht es nicht ganz so gut. Aber da kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ja, hier unten wird das nicht so gut. Ja doch, man muss mal an den richtigen Stellen ziehen. So. Na, hier will er nicht so richtig. Ja, jetzt. So. Dann haben wir die Sachen schon mal. Leute, das ist Achillons. Super, ja. Guckt euch das mal an. Hätte ich gar nicht nochmal eine Schicht reinmachen müssen. Aber mal gucken, ich bin mal gespannt, wie das jetzt klappt. Und dann bin ich mal hier bei dem gespannt, wie gut das von der Detaildichte ist. Oder Treue, wie auch immer. Mal gucken. So. Wie ihr seht, hier geht das auch wieder super runter. Jetzt gucken wir uns erstmal den an. Bei dem bin ich echt neugierig. Mal gucken, von wo wir hier abmachen. Schade, dass ich ein bisschen zu wenig. Aber es geht. Ist nicht ganz so detailgetreu, obwohl doch mit den Zahnrädern. Doch, das geht eigentlich ganz gut. Hier an ein paar Stellen ist wieder so ein bisschen, also ich sag mal mit ein paar Lagen Flexiband vorher und dann reinschäumen, habt ihr super Details. Das geht auch. Jetzt mal gucken, wie das hier aussieht. So, jetzt gucken wir mal hier anfangen. Fangen wir hier an bei dem Schwert. Und dann kämpfen wir uns doch mal so raus. Okay, der ist ein bisschen, der Kopf
eingedrückt. Jetzt hat war jetzt, glaube ich, beim Rausmachen nicht so das Optimale. Aber ist okay, kann man auch lassen. Mal schauen. So. Wie gesagt, ich glaube, ohne da noch mal eine Schicht reinzumachen, war, glaube ich, die bessere Option. Das hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Bin mal gespannt, wie jetzt hier die Wellen geworden sind. Das Ganze lässt sich irgendwie auch ein bisschen schlechter rausmachen. Aber das geht. Ja, das ist okay. Es sind noch vereinzelte Stellen, wo ein bisschen nicht ganz so gut geht. So. Ja. Das ist das jetzt hier gewesen. Und das sind die Teile. Schön fluffig. Ganze schneiden wir mal so ein bisschen raus. Mal gucken, wie es dann aussieht. Nur so grob mal. Aber von den Details, wenn er da vorher noch eine Schicht, also das heißt ein paar Schichten vorher reinmacht und dann den Schaumstoff, also auf jeden Fall, so wie es aussieht, braucht er da keine Schichtfarbe noch mal so eine dünne reinzumachen, so wie hier bei den Teilen. Das klappt anscheinend, würde ich sagen. Da haben wir nämlich andere Schere. Der kann man besser an den Spitzen schneiden. Also, ich würde mal sagen, der Test hat funktioniert. Bin begeistert. Also, bisher würde ich sagen, richtig gut. Oder? Guckt mal. Sehr, sehr detailreich, als wenn er halt mit Flexiband oder Latex gemacht hat. Und dann die Weichheit vom Schaumstoff. Das kann man dann schön irgendwo draufkleben, wenn ihr dann irgend sowas habt. Ne, so, keine Ahnung, auf ein Schild oder eine Stangenwaffe oder irgendwas oder ein Stab. Was auch immer. Und das hat eine gewisse Dicke. Dann kann man das dann drauf und dann nachher dann mit einpinseln. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen dünner schneiden. Das will ich jetzt mal nicht machen. Wie ihr seht, ihr habt ja hier so die Kante. Da kann man dann vielleicht mit einem scharfen Cutter, probieren wir mal aus. So schade, wenn ich versauere, aber okay, selbst mit einer scharfen Cutterklinge ist es ein bisschen blöd runterzuschneiden, der Schaumstoff. Und das ist schon eine frische Cutterklinge, die ich jetzt hier drin habe. Aber mit so ein bisschen Geduld kann man das hier runter. Muss man aufpassen, dass ich mir nicht irgendwie in die Hand schneide. Ja doch, geht. Ja. Dann kann man das dann noch ein bisschen dünner machen. Das sind ja ein paar Millimeter, wie man hier so sieht. Kann man ja dann bis zur Kante dann, dass das nicht ganz so dick aufträgt. Ja, ja, dann schneiden wir die ganzen Sachen noch mal raus, was wir jetzt hier so drin haben. Und dann gucken wir uns das ganze Elend noch mal an. Machen wir alles noch schön und dann gucken wir mal. Ja Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Also ich denke mal, ja, kann man gut drücken. Ich würde mal sagen, der Test war erfolgreich. Also ich muss sagen, hat super funktioniert. Ne? Wie ihr seht, die Dinger, die sind richtig schön fluffig. Der hier gerade habt ihr ja gerade gesehen.
Funktioniert super, wie gesagt. Erstmal ein paar Schichten Flexibind oder Latex rein und dann halt den Schaum. So wie das aussieht, funktioniert beides. Entweder vorher nochmal eine dünne Schicht mit dem Pinsel rein und dann schäumen. Oder halt ohne, das scheint auch zu gut zu funktionieren. Also ich merke jetzt hier, habe beim Auslösen aus der Form und so, da habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ich denke, da wird es auch keinen geben, das scheint sich gut zu verbinden. Ja, würde ich sagen, Test erfolgreich abgeschlossen. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes, warmes Wochenende. Schwitzt nicht so viel. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.